Das Actioncam-Monster für Aufnahmen ohne Licht, die Insta360 Ace Pro. Hier jetzt die FX3 von Sony, Vollformat auf 5000 ISO und hier die Insta360 Ace Pro im Pure Video Modus. Möglich macht's ein sogenannter KI-Chip, der, naja klar, das Rauschen etwas wegmacht und natürlich auch ein relativ großer Sensor. Hallo und herzlich willkommen auf Tech for Fun. Auf die freue ich mich ganz besonders. Die Ace Pro von Insta360. Ihr habt es ja gerade gesehen, dieser Videomodus für Dunkelheit mit dem KI-Sensor oder KI-Chip. Eine ganz spannende Angelegenheit. Das vergleiche ich mal mit einer GoPro Hero 12 und einer DJI Pocket 3. Außerdem natürlich meine Einstellungstipps für euch. Wie kommt ihr am besten durch die Menüs? Was solltet ihr in Sachen Schärfe oder Bitrate einstellen? Und klar, ein schnelles Unboxing, die technischen Daten und weitere Videobeispiele. Los geht's! Was haben wir hier alles? Zum einen die Insta360 in der Ace Pro Variante. Es gibt noch eine Ace. Dann ganz geniale Geschichte. GPS Preview Remote, also eine Fernbedienung mit GPS. Schauen wir uns an. Ein Cold Shoe, damit ihr Zubehör ranmachen könnt. Dann haben wir hier den Mikrofonadapter, sehr wichtig. Und last but not least noch einen zweiten Akku. Jetzt gucken wir hier aber erstmal rein, keine Sorge, wird ein ganz schnelles Unboxing. Also hier die Kamera an sich, ein Klebepad, ganz coole Sache. Wenn ihr das abzieht, könnt ihr das immer wieder verwenden, einfach mit kaltem Wasser abwaschen und dann ist das bombenfest als Befestigung. USB-C auf USB-C-Kabel, die Befestigung, das kennt ihr von GoPro, aber magnetisch. Und wenn es einmal geknackt hat, und da müsst ihr wirklich direkt drauf achten, wenn ihr das hier befestigt, dass es wirklich einrastet. Das ist ein bisschen mit Kraft verbunden, aber dafür hält das auch bombenfest. Der Mikrofonadapter, ganz kleines Zubehörteilchen, wird hier, wenn ihr die Ace Pro an der Seite auf der Klappe aufmacht, könnt ihr die Tür oder das Türchen wegmachen und dann wird das einfach per USB-C hier reingemacht, hält dann auch bombenfest und ihr habt jetzt die Möglichkeit 3,5 mm Klinkenmikrofone anzuschließen, Lavalier-Mikrofon und ihr habt aber dennoch die Möglichkeit hier, der USB-C-Port ist durchgeschliffen. Dann gucken wir noch mal einmal hier in die GPS Preview Remote rein. Da mache ich euch noch mal ein extra Video, weil so viel kann ich vorab schon verraten. Das Ding finde ich richtig cool. Also hier ganz klein, leicht, lange Akkulaufzeit. Hier eine Befestigung für euer Handgelenk. Silikon kommt dann hier rein. Und auf der anderen Seite das gleiche oder was ähnliches nochmal mit einem ganz kurzen Strap hier an der Seite, zum Beispiel für die Montage an eurem Motorrad oder am Lenker. Und dann ein Ladepad, USB-A, das wird hier einfach raufgemacht und dann kann die GPS-Remote geladen werden. Wie von Insta360 gewohnt, sehr gute Verarbeitungsqualität, haptisch einfach, da knatscht nichts, das ist einfach alles grundsolide. Hier haben wir zum einen eine Klappe, die geht relativ schwer auf, muss sie auch, damit sie kameradicht ist. Dann habt ihr hier vorne einen kleinen Bildschirm, hier das Objektiv in Zusammenarbeit mit Leica entstanden und hier nochmal eine Klappe und das finde ich ganz gut. Bei einigen anderen Actioncams ist das so, dass ihr Akku und Speicherkarte in einem Bereich habt, also unter einer Klappe. Da muss man erst den Akku rausnehmen, um überhaupt an die Speicherkarte ranzukommen. Hier ist der Speicherkartenslot zusammen mit dem USB-Slot in einem drin. Hier vorne ein Mikrofon, dann habt ihr hier oben ein weiteres Mikrofon, insgesamt 3 Mikrofone. Und was mir jetzt schon auffällt, hier der Bereich des Objektivschutzes, leider nicht austauschbar. Aber da hat Insta360 eine ganz tolle Aktion. Denn im ersten Jahr ab Kauf eurer Insta360 Ace Pro bietet Insta360 einen kostenlosen Austausch an, sollte hier mit dem Linsenschutz etwas passiert sein. Warum macht das
Insta360 nicht, dass das Ding verschraubt ist. Ja, man will eben ganz sicher gehen bei der Wasserdichtheit, dass da nichts passiert. Und jetzt zu etwas, das ich so auch noch nicht bei einer Actioncam gesehen habe, der Monitor. Ihr habt einmal hinten, ganz klar, bekannt, einen Monitor. Schalten wir mal ein. Und ihr habt vorne einen. Der ist allerdings nicht als Touchscreen und zeigt auch nicht euer Bild an. Ein Rückschritt, würde ich sagen. Nee, hier, schaut mal. Ihr könnt das Ding ganz einfach umklappen und habt dann die Möglichkeit, ja, also euch beim Vloggen zum Beispiel selber zu sehen. Tolle, tolle Idee und in einer anderen Aufnahmesituation auch klasse. Stellt mal vor, ihr wollt irgendwo eine Bodenaufnahme machen. Ja, das ist dann immer schwer, dann müsst ihr selber auf dem Boden krabbeln. Wenn der Monitor jetzt so wäre, nee, einfach Monitor hoch, bestimmten Winkel und ihr könnt dann hier von oben drauf schauen. Wirklich sehr stark. 179 Gramm wiegt die Ace Pro und gehört damit zu einem der schwereren Actioncams, auch vom Volumen her eher größer. Der Akku hat eine Kapazität von 1650 mAh und Insta360 selber sagt, damit soll eine Laufzeit von bis zu 100 Minuten möglich sein. In einer Auflösung von 4K mit 60 Frames. Das wollte ich mal checken. Das Ergebnis 65 Minuten, das finde ich ganz gut, denn man muss eins überlegen, der Akku ist noch nie geladen worden. Das wird sich sicherlich nach oben noch deutlich verbessern. Und was ich richtig stark finde, Hitzeprobleme überhaupt nicht. Die Ace Pro hat in der Auflösung komplett durchgehalten bis zum bitteren Ende, bis der Akku leer war. Und das kennen wir von anderen Actioncams ganz anders. Da, naja, bis zu 20 Minuten, dann schaltet die eine oder andere gerne ab wegen Überhitzung. Sehr schön Fast Charging wird unterstützt und das bedeutet, dass der Akku in rund 22 Minuten auf 80% aufgeladen ist. Von 0 auf 100% sind es 46 Minuten. Schauen wir mal virtuell in die Kamera rein. Was ist da drin? Ja, ein relativ großer Sensor, 1:1/3 Zoll mit 48 Megapixeln. Die kleinste Blende liegt bei 2,6 und die Brennweite bei 16 mm. Zu den Auflösungen bis zu 8K könnt ihr aufnehmen, also 7680 x 4320 Pixel. Ja, 8K, kann man das heutzutage überhaupt verwenden? Reichen da eure Schnittcomputer aus? Das ist eigentlich ein zweitrangiges Thema, denn durch den Sensor, der 8K kann, könnt ihr bei 4K zweifach ins Bild zoomen, ohne jeglichen Qualitätsverlust. Und da macht sich dann so ein 8K-Sensor natürlich richtig bezahlt. In 4K sind bis zu 120 Frames möglich, also ideal für eine schöne Zeitlupe. Und HDR habt ihr bei 4K bis zu 30 Frames. Alles darüber schaltet sich HDR dann aus und alles darunter habt ihr automatisch HDR. Ja, und eine weitere Besonderheit habe ich euch ja zur Einführung gesagt, dieser KI-Chip und der Pure Video Modus. Heißt zu Deutsch, dunkle Umgebungsbedingungen und ihr sollt Bilder erreichen, die bisher mit einer Actioncam so noch nicht möglich waren. Tolles Versprechen, das habe ich mir aber mal genauer angeschaut und zwar im 1:1 Vergleich mit der Hero 12. Das ist fair und ein bisschen unfair, aber hat mich trotzdem interessiert mit DJI's Pocket 3, weil die hat einen richtig großen 1 Zoll Sensor. Gucken wir uns das mal an. Was bringt dieser Pure Vision Modus der Insta360? Und jetzt wird es ein bisschen heller. Jetzt seht ihr den Vergleich der 3 Kameras. Der Pocket 3 hat zumindest, was die Stabilisierung angeht, einen großen Vorteil. Er ist nicht auf Licht angewiesen, sogar in kompletter Dunkelheit stabilisiert er gut, aber die Insta360 Ace Pro soll das eben in diesem Pure Vision Modus auch sehr gut können. Und hier habt ihr dann auf der rechten Seite nochmal die Hero 12 von GoPro.
Und das Ganze nochmal aus einer Selfie-Perspektive mit dem Selfie-Stab. Auch wieder die 3 Kameras im Lowlight-Vergleich. Also jetzt hier ist es jetzt natürlich relativ hell, jetzt besonders hell, aber gleich wird es dunkler. Also das ist schon echt beachtlich, was der KI-Chip, der Ace Pro da so leistet. Übrigens, vielleicht habt ihr es gesehen, bei der Hero 12 hat die elektronische Stabilisierung dann oft ziemlichen Mist gemacht. Einfach, ja, elektronische Stabilisierungen brauchen Licht. Da muss ich sagen, absolut Weltklasse. Und noch ein Wort zur Wasserdichtheit, bis zu 10 Meter ohne Schutzgehäuse. Die HDR-Funktion ist automatisch eingestellt bei der Ace Pro, und zwar immer ab Frameraten oder bis zu Frameraten von 30 Frames. Jetzt haben wir 4K 30 Frames und HDR ist eingeschaltet. Geht ihr auf 60 Frames, ist es nicht mehr eingeschaltet. Das nutzt auch nichts, wenn ihr jetzt auf 1080p beispielsweise runtergeht. Also ab bis 30 Frames und ab 60 Frames ist HDR nicht mehr eingeschaltet. Ja, wozu braucht ihr HDR? Hier bei so einer Autofahrt. Ihr habt Bereiche, wo es sehr hell ist durch die Fenster und eher dunkel ist durch die Materialien oder wo kein Licht rankommt. Und da ist der sogenannte Dynamikumfang natürlich deutlich größer. Hier beim Autofahren, auch beim Wechseln der Lichtbedingungen durch Bäume beispielsweise, kann man das ganz gut sehen. Wie gut macht das die Insta360 Ace Pro? Mit 3 Mikrofonen könnt ihr mit der Insta360 Ace Pro aufnehmen und ihr habt verschiedene Toneinstellungen. Einmal Stereo, Windunterdrückung und dann gibt es die Einstellungen Fokus, also fokussiert auf die Richtung, in der ihr bzw. aus der ihr sprecht. Das ist jetzt die Windunterdrückung, die Tonqualität mit dem internen Mikrofon. Und dann gibt es noch etwas, ihr könnt nämlich hatte ich schon gesagt, über Bluetooth eure AirPods anschließen, aber auch das DJI Mic 2, allerdings nur die Zweier-Version. Wie das klingt und funktioniert jetzt. Also dieses absolut unkomplizierte Verbinden, das mag ich total gerne. Einfach per Bluetooth einmal das DJI Mic 2 koppeln und das war's. Ja klar, ihr könnt auch ein 3,5 mm Klinkenmikrofon, Lavalier-Mikrofon anschließen, dann braucht ihr von Insta360 hier diesen Adapter, auch eine Möglichkeit, aber das Komfortable ist halt tatsächlich mit dem Funkmikro. Geht nur mit dem DJI Mic 2, das ihr von der Pocket 3 bekommt, noch nicht mit dem DJI Mic. ADAC-Rettungshubschrauber, mit dem geht es nicht. Das könnt ihr aber anschließen dann über die Klinkenversion. Das ist eigentlich auch kein Problem. Hier die Insta-Flow-Stage-Stabilisierung und da muss ich sagen, da nehmen sich die ganzen Action-Kameras recht wenig. Das Niveau ist einfach wirklich sehr, sehr gut. Wir drehen mal die Kamera um und schauen uns das mal andererseits an. I don't got enough time to get it off of my mind. Get it off when I'm all in, so fake, focusing line. In and now I feel new. I know how to get loose. Slipping out of these shoes, these old Vans, grown man, and I'm getting bigger. Been so right. Sleep all day when it takes all night. Spend my week hustling. Und dann gibt es noch eine Funktion, die ich so bisher noch nicht bei irgendeiner Actioncam gesehen habe. Und zwar könnt ihr eure Aufnahmen pausieren und immer wieder starten, pausieren und das Ganze wird dann in eine Datei geschrieben, also in eine Videodatei auf eurer Speicherkarte und nicht in verschiedenen. Gucken wir uns das mal an. Also ich drücke jetzt hier einmal auf Aufnahme und dann drücke ich nicht oben auf Aufnahme, sondern hier auf Pause. Die Aufnahme ist pausiert, tippe auf das Symbol unten oder auf den Auslöser, um die Aufnahme fortzusetzen. So, jetzt nehmen wir beispielsweise einen Ortwechsel und das ist das zweite Bild. Jetzt normalerweise hättet ihr eine neue Datei. Wir drücken wieder auf Pause und können jetzt, sagen wir mal, noch eine neue Aufnahme machen und drückt auf Pause. Und so habt ihr im Prinzip, wenn es schnell gehen soll oder ihr habt keine Lust jetzt groß in den Schnitt zu gehen, könnt ihr euch ganz verschiedene Szenen hintereinander
ja, quasi wie so eine Art Live-Schnitt zusammenstellen und das Ganze ist dann in einer Videodatei und kann dann ja irgendwo online hochgeladen werden. Wenn ihr das Ganze jetzt pausieren wollt bzw. nicht mehr pausieren wollt, drückt ihr hier rauf und dann wird das Video verarbeitet und ihr habt auf der Speicherkarte eine Datei. Kommen wir kurz zur GPS Preview Remote. Integriert ist hier GPS, GLONASS, Galileo und Beidou, also recht verschiedene Satellitensysteme, damit die Ortung sehr genau ist. So sieht das Ding aus, wirklich ganz klein und leicht. Einmal einschalten und mit der Kamera koppeln. Ganz, ganz simpel, im Prinzip so, als würdet ihr ein Bluetooth-Gerät koppeln. Ihr könnt hier mit der Fernbedienung die Kamera auch einschalten und ihr habt zum einen die Daten und die Einstellungsebenen, also die Kamera aus der Ferne zu steuern. Das hat eine Reichweite von bis zu 20 Metern, aber ihr habt auch eine Live-View. Das heißt, ihr seht genau, was auf der Kamera gerade los ist und da ist die Reichweite bis zu 8 Meter. So, und jetzt ist es schon, ich habe es vorher schon gekoppelt, eingeschaltet. Hier, so seht ihr auf dem kleinen Monitor und hier die Kamera, Hallöchen, wird jetzt hier alles auf dem Display angezeigt. Das Ding ist auch recht widerstandsfähig, IP68 Wasserschutz, das heißt bis zu 1,5 Meter könnt ihr das Ding untertauchen für eine Zeit von ungefähr 30 Minuten. Die Bedienung wie hier bei der Ace Pro oder wie bei anderen Insta360 Kameras kinderleicht. Einfach runterwischen, dann habt ihr hier verschiedene Bildschirme. Dashboard. Dann längeres Drücken auf den Hauptbildschirm und ihr könnt euch verschiedene Designs einrichten. Hier das gleiche, Himmelsrichtung, Geschwindigkeit oder hier auf das Kamerasymbol und dann habt ihr die Live-Vorschau. Auch hier alles einstellbar, 4K 16:9, eure Auflösungen und so weiter und so fort. Hier aufs Zahnrad gedrückt habt ihr ein komplettes Menü, in dem ihr alle Einstellungen vornehmen würdet. Aber wie gesagt, hier die GPS Preview Review gibt es nochmal in einem separaten Video auf Tech4Fun, weil ich gebe ehrlich zu, ich finde das Ding super. Das ist einfach richtig klasse, wenn ihr das am Mountainbike habt oder am E-Scooter oder wo auch immer. Und ihr habt zum einen die Live-View und zum anderen könnt ihr eben auch ja, alles einstellen. Die Bedienung ist kinderleicht, so ein paar Tricks und was ihr einstellen müsst, zeige ich euch jetzt. Links oben, hier 2 Stunden 21 ist die Aufnahmedauer, rechts der Akkubetrieb, hier Vivid, also ein Modus im Prinzip, was die Bildsättigung angeht und hier HDR. Hier einmal raufdrücken und ihr könnt alle Einstellungen per Touch ganz einfach vornehmen. Hier oben seht ihr so einen kleinen Strich, ganz einfach, da könnt ihr dann runterwischen. Wenn ihr von rechts nach links wischt, habt ihr ein Schnellmenü. Hier steht momentan alles auf Auto. Hier gibt es die verschiedenen Modi, Vivid, also satte Farben. Dann habt ihr Flat, das ist gut für die Nachbearbeitung. Das heißt, das ist ein flaches Farbprofil. Da könnt ihr dann in der Farbkorrektur später deutlich mehr rausholen. Dann habt ihr hier verschiedene Stellen, Biking, Biking 1, 2, Urban, Snow und so weiter. Das ist bei Insta360 neu. Zurück, wieder hier dieser linke Balken nach rechts und ihr seid da drin. Zurück kommt ihr so und ihr habt natürlich auch noch einen manuellen Modus. Hier könnt ihr also einstellen, wie eben die Standardfarbgebung oder eben die Belichtungszeit, ISO und so weiter. Wir bleiben jetzt mal bei Automatik. Dann von links nach rechts wischen kommt ihr in den Foto- oder Videobrowser. Da könnt ihr euch die aufgenommenen Dateien anschauen. Karte ist leer, also nichts drin. Dann habt ihr noch von unten nach oben wischen. Habe ich gerade gezeigt, die Auflösung, Stabilisierung, also die Flow State Stabilisierung, so heißt es bei Insta360, Standard, hoch, aus, gering. Dann habt ihr hier das Seitenverhältnis 16:9, 4:3 oder 2:3, 5.1. Von oben nach unten wischen. Seid ihr im Haupteinstellungsmenü und das ist auch ganz simpel. Hier habt ihr so ein paar Piktogramme und die erklären sich eigentlich von selbst. Und hier habt ihr die Sprachsteuerung. Die schalten wir jetzt mal ein. Chinesisch wollen wir nicht. Geht in dem Fall hier nur auf Englisch. Also machen wir mal hier Start Recording.
Das Ganze ist an. Start Recording. Und schon nimmt die Insta360 auf. Stop Recording. Nochmal Start Recording. Prima Sache, wenn ihr, sage ich mal, alleine seid, Kamera ist auf dem Stativ, ihr wollt einen Vlog machen, braucht oder habt jetzt keinen Selfie-Stick dabei, dann ist das ideal. Weiter geht es mit den Bildeinstellungen. Also Anti-Flimmern, das heißt nicht mehr, in welchem Bereich haltet ihr euch aus. Zum Beispiel Amerika, NTSC 60 Hertz oder Deutschland PAL 50 Hertz könnt ihr hier einstellen. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt, nämlich die Videoschärfe. Ihr habt hier den Bereich gering, mittel, hoch und am höchsten. Was ich nicht empfehle, ist hoch oder am höchsten. Stellt das immer auf mittel ein. Dann nächster wichtiger Punkt, den ihr immer so eingestellt lassen solltet, und zwar die Bitrate. Das gibt einmal Standard und einmal hoch. Lasst das immer auf hoch, die Kamera kann das. Hier die Art der Stabilisierung bzw. die Art des Bildausschnitts. Also einmal Action, Ultra und die Warp. Und die Warp heißt, dass ihr das ganze Bild, weil die Action-Kameras haben ja immer ein sehr weitwinkliges Bild und da verbiegt sich das Bild dann ganz oft. Durch die Warp werden im Prinzip diese Verzerrungen deutlich geringer. So, und dann noch mal einen ganz kurzen Ausflug in die Insta360 App. Die gibt es natürlich für iOS und Android. Hier einfach auf Koppeln, das habe ich schon gemacht. Gerät entdecken, verbinden. Dann einmal hier auf Verbinden drücken und dann seid ihr schon in der App, in dem Einstellungsmenü drin. Genau, und mit einem Klick hier auf das gelb-schwarze Kamerasymbol geht es auch schon los. Ihr habt also zuallererst hier eine Videovorschau und dann habt ihr hier oben in dem Bereich eure Einstellungen lebhaft Standard. Das, was wir uns eben angeschaut haben, könnt ihr hier auch einstellen. Dann habt ihr hier die Einstellungen Standard, aus, gering, was die Stabilisierung angeht oder eben eure einzelnen Bildwinkel. Und last but not least könnt ihr hier 4K, 8K, 1080p mit den einzelnen Frameraten einstellen. Dann hier unten Foto, HDR-Foto, Intervallfoto, Burst, Starlapse, also für Nachtaufnahmen von Sternen, sieht echt toll aus. Kann ich nur empfehlen, das mal zu probieren. Und der Bereich Freeframe-Video. Was ist das? Eine ganz tolle Geschichte, weil ganz oft ist es so, ihr macht ein Video in 16:9, also im Querformat und denkt, ach Mist, das würde ich jetzt auch gerne 9:16 für Insta und Co. oder für YouTube Shorts nehmen. Ja, dann fehlt euch aber rechts und links Bildbereich. Das geht hier ganz einfach, wenn ihr ein Freeframe-Video aufnehmt, könnt ihr später entscheiden, im Schnitt hier in der App, im Insta360 Studio, was wollt ihr denn jetzt? Wollt ihr ein 16:9 Video oder ein 9:16 Video? Und das wird auch angezeigt, schaut mal hier, seht ihr hier 9:16 und da 16:9, dann wisst ihr immer, ja, welchen Bildausschnitt ihr habt. Schöne Geschichte. Dann gibt es noch den Zeitraffer, Timeshift und eine Slow Motion, habe ich vorhin gesagt, 120 Frames, soweit geht das Ganze. Dann gehen wir hier oben in den Einstellungen rein. Ihr habt ein horizontales Gitter, geht auch über die Kamera einzustellen. Ein Histogramm, was ist das? Also da werden euch im Prinzip Bereiche angezeigt, wo das Bild überbelichtet oder unterbelichtet ist. Das ist so eine Korrektur, wo ihr visuell einfach sehen könnt, ob die Belichtung stimmt. Und ihr habt GPS, ihr habt also eine Bedienung im Prinzip nicht nur hiermit, sondern auch über euer Telefon könnt ihr dann später GPS eure Daten einblenden. Was für Daten? Ja, Geschwindigkeit, Wegstrecke, Koordinaten, Höhe, Steigung und so weiter. Und das geht dann in der Insta360 App ganz leicht einzustellen, dass ihr dort ja so eine Art Tachometer habt. Super Geschichte, gerade wenn man überlegt jetzt für Autofahrszenen, fürs Mountainbiking, für Rennradfahrszenen oder E-Scooter, dass man einfach sieht, wie war die Geschwindigkeit, wie war der Kurs beispielsweise. Das muss ich wirklich sagen, hier die Insta360 App ist ganz intuitiv zu bedienen. Ihr könnt da ganz viel mitmachen und ja, sage ich mal auch schön, dass ihr die Möglichkeit habt, eben manuell ganz viel einzustellen.
Das ist also die Oberfläche vom Insta360 Studio für Mac und für PC. Hier habt ihr die Auswahl eurer Dateien und hier unten, wie ihr es vielleicht vom Schnittprogramm kennt, könnt ihr hin und her schaffeln. Dann hier auf der rechten Seite eure Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt also die Stabilisierung im Nachhinein einschalten, ausschalten oder eben auf hoch oder nicht so hoch. Dann habt ihr hier die Möglichkeit auch den Bildwinkel entsprechend einzustellen und hier im Bildprozess Color Plus beispielsweise oder ein bisschen mehr Schärfe, Klarheit Plus. Hier unten habt ihr dann die Möglichkeit, eure Datei zu exportieren mit verschiedenen Einstellungen und dann habt ihr das, was ihr im Prinzip im Nachhinein noch korrigiert wird, in einem extra File. Sehr intuitiv und einfach zu bedienen. Für mich ist die Ace Pro ein wirklich richtig großer Wurf von Insta360. Die Zusammenarbeit mit Leica, der große Sensor, dann natürlich hier das Klappdisplay. Super Idee und richtig smart. Ich glaube, über die Verarbeitungsqualität bei Insta360 muss ich wenig sagen. Das ist wirklich perfekt. Das ist einfach von der Haptik her gut. Das ist fest und richtig robust. Und natürlich das Ergebnis der Videos wirklich hervorragend. Insta360 Flow State Stabilisierung, darüber müssen wir nicht sprechen. Da sind aber alle Actioncam-Hersteller auf einem richtig hohen Niveau. Dann, was mir auch absolut gefällt, schon immer bei Insta360, ist die App-Anbindung. Also einmal die App für euer Smartphone oder das Insta360 Studio. Da hapert nichts, das ist nicht kompliziert, das kann jeder, der auch, sage ich mal, Anfänger in dem Bereich ist, richtig gut bedienen und es gibt auch tolle Ideen, wie ihr Videos ja per KI automatisch erstellen könnt oder irgendwelche Tricks. Das ist einfach, ja, das ist aus einem Guss. Ich freue mich schon, die Insta360 Ace Pro künftig auch bei meinen Reviews ganz oft einzusetzen. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis bald. Tech for Fun.